Hallo und herzlich willkommen bei Klasse Deutsch. Heute sprechen wir über den Akkusativ, einen der wichtigsten Fälle in der deutschen Sprache. Ich erkläre euch ganz einfach, wann man den Akkusativ benutzt, wie sich die Artikel verändern und wir schauen uns viele Beispiele gemeinsam an. Also bleibt dran bis zum Ende, um den Akkusativ wirklich zu verstehen. Los geht's! Der Akkusativ entspricht dem direkten Objekt im Satz. Einige Verben und Präpositionen führen dazu, dass ein Nomen im Satz im Akkusativ steht. Ein wichtiger Punkt: In den meisten Fällen, etwa 99%, steht das Objekt im Akkusativ, wenn es das ist, was oder wen man betrifft, also das direkte Objekt der Handlung. Hier habe ich ein paar Beispiele für euch. Das Kind sieht einen Vogel. Das Wort das Kind ist hier das Subjekt und das Verb ist sehen, das für die dritte Person Singular konjugiert wurde. Da sehen ein Akkusativverb ist, steht das folgende Wort im Akkusativ: einen Vogel. Vogel ist hier das direkte Objekt. Ein weiteres Beispiel: Die Frau hat ein Buch. Das Wort die Frau ist das Subjekt. Das Verb haben ist ein Akkusativverb und steht hier in der dritten Person Singular. Da haben ein Akkusativverb ist, brauchen wir im Satz ein Akkusativobjekt. Das ist hier ein Buch. Ein wichtiger Punkt ist, dass die meisten Verben Akkusativverben sind. Aber was ist der Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ? Der Unterschied liegt darin, dass sich im Maskulinum die Artikel verändern. Im Nominativ hatten wir maskulin der, ein, feminin die, eine, Neutrum das, ein, Plural die. Im Akkusativ bleiben die Artikel gleich, außer im Maskulinum. Maskulinum den, einen. Femininum die, eine. Neutrum das, ein. Plural die. Außerdem gibt es Negativartikel, Negative Articles. Ihr müsst einfach ein K vor den unbestimmten Artikel setzen, um ihn negativ zu machen. Maskulin keinen, feminin keine, Neutrum kein, Plural keine. Hier sind einige der häufigsten Akkusativverben: haben, lernen, sehen, essen, trinken, lesen, schreiben, treffen, kaufen und lieben. Natürlich gibt es noch viele weitere Akkusativverben, aber das sind einige der wichtigsten und häufigsten. Nun schauen wir uns ein paar Fragen an. Was macht die Frau? Sie trinkt eine Tasse Kaffee. Also ist Kaffee hier das Akkusativobjekt. Sie ist das Subjekt, das Verb ist trinken und eine Tasse Kaffee ist das Akkusativobjekt. Was macht der Mann? Er schreibt einen Brief. Er ist das Subjekt, das Verb ist schreiben und einen Brief ist das Akkusativobjekt. Da Brief maskulin ist, wird der Artikel zu einen. Was ist der Mann? Er isst die Möhren. Er ist das Subjekt, das Verb ist essen und die Möhren ist das Akkusativobjekt. Da Möhren im Plural steht, bleibt der Artikel im Akkusativ gleich: die. So, das war unser Video zum Akkusativ. Jetzt wisst ihr, was der Akkusativ ist, wie sich die Artikel verändern und wie man ihn in Sätzen erkennt. Übt die Beispiele noch einmal selbst, damit ihr den Akkusativ sicher anwenden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert Klasse Deutsch, um keine weiteren Deutschlektionen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!